Hi, ich bin Melanie, Anfang 30 und gerade dabei, mein Leben einmal komplett neu aufzubauen. Ich habe die Großstadt und den klassischen 9-to-5 hinter mir gelassen, um herauszufinden, wie ein Leben aussieht, das sich wirklich nach mir anfühlt. Und über diese Reise mit all ihren schönen, chaotischen und ehrlichen Momenten mache ich regelmäßig Vlogs und Videos. Seguimos. Cheers. Gracias. Das Running Dinner am Wochenende war echt ganz cool. Running Dinner ist so eine Veranstaltung, wo man mit einem zufällig zugewiesenen Kochpartner ein Gericht kocht, entweder Vorspeise, Hauptspeise oder Nachtisch. Und bei jedem Gericht treffen wieder neue Kochpärchen aufeinander, sodass man am Ende des Abends dann neben dem Kochpartner noch 12 andere Menschen kennengelernt hat. Und zusätzlich gab es dann eben auch noch eine Aftershow-Party. Den Vormittag über, bevor ich los musste, war ich wirklich gar nicht in der Stimmung. Also ich hatte schlecht geschlafen. Ich habe ja aktuell auch leider wieder Unterleibsschmerzen und alles. Und ich war kurz davor zu sagen, nee, ich cancel das jetzt. Ich hätte mich dann halt so schlecht gefühlt, das so kurzfristig abzusagen, weshalb ich mir dachte, okay, komm, jetzt gib dir einen Ruck, geh einfach hin. Zur Not, wenn deine Stimmung nicht besser ist, kannst du ja auch nach dem Nachtisch nach Hause gehen. Ja, und Überraschung, es war dann doch ganz cool. Ich hatte auch großes Glück, dass mein Kochpartner Axel und ich uns sehr gut verstanden haben. Generell würde ich sagen, war es ein bisschen Glück, wie die verschiedenen Kochteams zusammengewürfelt wurden, ob man dann eben mit Menschen waren, mit denen man sich gut oder mit denen man sich vielleicht auch nicht so gut versteht. Ich war eigentlich ganz happy mit unseren Zuteilungen, waren eigentlich alles sehr nette Menschen. Nur die Aftershow-Party war so ein bisschen, also da wäre es cool gewesen, wenn noch ein bisschen was organisiert wäre, irgendwie ein kleines Programm oder so, weil man ist da hingekommen und es waren zwar sehr viele Leute da, ich glaube insgesamt haben 200 Leute teilgenommen, aber man ist dann halt doch in den Grüppchen geblieben mit den Leuten, die man davor dann schon kennengelernt hat. Aber weil es jetzt in dem Club auch gleichzeitig noch normales Programm gab, habe ich dann auf dem Dancefloor zufällig eine alte Schulfreundin von mir getroffen. Und zwar eine, mit der ich mich eigentlich die ganze Zeit schon treffen wollte, es dann aber nie hingehauen hat. Und wir haben uns dann beide mega gefreut, dass wir uns da gesehen haben. Sie war da auf einem Junggesellenabschied und auch mit Leuten, die ich auch noch aus der Vergangenheit halt kenne. Es war einfach total schön, die alle wiederzusehen. Großer Nostalgie-Moment. Dann habe ich halt die restliche Nacht eher mit denen rumgehangen. Was mir in dieser Nacht auch wieder aufgefallen ist, dass ich eine furchtbare FOMO habe, wenn ich feiern bin. Also immer, wenn die anderen Leute dann schon nach Hause gehen, habe ich dieses starke Bedürfnis, nein, ich will noch bleiben, der Abend darf noch nicht zu Ende sein. Wenn ich jetzt noch ein bisschen bleibe, dann passiert vielleicht noch irgendwas ganz Tolles, obwohl ich mich dann immer frage, was soll das denn sein? Also was soll um 4 Uhr morgens noch Tolles passieren? Naja, ich meine, solange wir in Berlin werden die Nächte hier generell zum Glück nicht mehr und ja, ich hatte am nächsten Tag schon auch einen Kater, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Tatsächlich habe ich auch noch Kontakt zu Axel, also meinem Kochpartner und 2 anderen Mädels, die bei uns zum Essen waren, die auch interessiert daran wären, zum Beispiel mal mit dieser Bumble Friends Gruppe was zu machen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich das alles so ein bisschen connecten könnte. Axel hat auch gefragt, ob ich Lust habe, dieses Wochenende mit ihm und 2 Freunden feiern zu gehen. Allerdings arbeite ich dieses Wochenende 2 Tage und muss aber auch sagen, dass ich nach wie vor die Einstellung habe, dass ich nicht jedes Wochenende einen drauf machen muss. Also mir reicht das wirklich alle 1 bis 2 Monate mal oder so.
Aber auf jeden Fall schön, wenn sich die Kontakte, die sich da entwickelt haben, auch halten. Ich werde jetzt mal eine Runde spazieren gehen, weil ich die letzten 2 Tage meine Wohnung nicht verlassen habe und ich muss jetzt einfach mal eine Runde raus und hoffe, ich schaff's zurück, bevor es anfängt zu regnen. Ich glaube, wir wissen alle, dass der Satz „Ich habe nichts zum Anziehen" meistens eine Lüge ist. Aber oft ist es ja dann so, dass man seine Kleidungsstücke über mehrere Jahre hat und regelmäßig trägt und sich dann auch irgendwann satt gesehen hat. Beziehungsweise habe ich immer mal wieder so Phasen, wo ich gern ein bisschen mehr aus meinem Style machen würde, weil mein Style ja schon so ein bisschen basic ist. Also hauptsächlich einfarbige, unförmige Sachen, beziehungsweise oft nicht mal farbig, sondern einfach schwarz-weiß-grau. Und ich werde natürlich auch weiterhin Basics tragen und ich finde es ja auch einfach super bequem und einfach, weil man es gut miteinander kombinieren kann alles. Aber gerade, wo ich ja auch in so einem Lebenswandel bin, wo ich das Gefühl habe, ein glücklicherer, zufriedenerer Mensch zu werden, würde ich das auch gern so ein bisschen mit meiner Kleidung ausdrücken. Also öfter Teile tragen, die so eine gewisse Lebensfreude vermitteln oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen weicher, femininer sind. Ich hatte ja in der letzten Zeit auch einige Sachen auf Vinted verkauft. Und von einem Teil des dort verdienten Geldes bin ich dann in einen kleinen Shoppingrausch verfallen. Obwohl ich sagen musste, ich das bei Vinted jetzt nicht ganz so tragisch finde, weil man ja trotzdem irgendwie relativ wenig Geld ausgibt. Das hier ist meine Ausbeute. Mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass alle Teile auf irgendeine Art und Weise ein Blumenmuster haben. War jetzt nicht unbedingt beabsichtigt, aber finde ich auch nicht schlimm. Ich hatte erst überlegt, euch die ganzen Sachen angezogen zu zeigen, aber in vergangenen Videos habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass Klamotten präsentieren nicht unbedingt meine große Stärke ist und auch nichts, womit ich mich extrem wohlfühle. Aber ihr werdet die Sachen ja dann wahrscheinlich in Zukunft irgendwann mal an mir sehen.
Eine Sache, die mir bei Vinted aufgefallen ist, dass scheinbar immer mehr Verkäuferinnen, also ich kann jetzt nur von Frauen sprechen, weil ich ja eben Kleidung für Frauen kaufe, dass da immer mehr Bilder aussehen, als wären sie mit KI erstellt worden. Und ich kann es irgendwo verstehen, man will das natürlich möglichst ansprechend machen, aber für mich geht da so ein bisschen der Sinn des Tragebilds verloren, wenn ich das an einer optimierten KI-Frau präsentiert bekomme, weil dann sehe ich ja doch wieder nicht, wie es halt an einem normalen Menschen aussieht. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht überhand nehmen. Ich habe auch eine lustige Story zu dem Pulli hier. Und zwar habe ich den tatsächlich vor Ort abgeholt. Das war in Wiesbaden und das ist ja nicht so weit weg von Darmstadt. Weshalb ich mir dann dachte so, hey, super, kannst du dir die Versandkosten sparen und fährst da einfach mal kurz hin. Ja, am Ende war ich 6 Stunden unterwegs. Aber egal, abgeholt habe ich das in so einem eher ruhigeren Wohngebiet und als ich dann auf dem Rückweg war, ist mir auf dem Bürgersteig einfach eine Schildkröte entgegengelaufen. Ich war erstmal total perplex und so, Mist, was mache ich jetzt? Weit und breit waren keine anderen Menschen unterwegs. Kurz habe ich überlegt, ob ich sie mit nach Hause nehmen soll, aber das hätte ja auch keinen Sinn gemacht, wenn ich nicht in Wiesbaden wohne. Deshalb habe ich dann einfach bei der nächsten Haustür geklingelt und den Mann, der da geöffnet hat, dann gefragt, ob es seine Schildkröte ist oder er jemanden kennt, dem die gehört. Und er wusste aber auch nichts, hat dann nochmal andere Nachbarn geholt, die sich scheinbar ganz gut mit Tieren auskennen. Und die haben die dann erstmal mit nach Hause genommen. Irgendwie fand ich die Schildkröte echt süß. Und war fast ein bisschen traurig, als ich sie zurücklassen musste. Ich werde später arbeiten heute. Ich bin sehr gespannt, weil wir diese Woche so eine Art Eventwoche haben und das dann nochmal so ein bisschen anders wird. Ich hoffe natürlich positiv, spaßig anders. Davor möchte ich jetzt aber noch versuchen, die letzten meiner Erdbeer- und Tomatenpflanzen zu retten. Ihr habt da ja schon lange kein Update mehr bekommen. Ich muss gestehen, ich habe es ein bisschen verkackt. Gerade bei so Sachen, die länger dauern, gehe ich da anfangs mit Euphorie noch rein, aber über die Zeit lasse ich es dann halt immer mehr schleifen. Es ist, wie es ist. Ich werde mal gucken, ob sich noch irgendwas retten lässt. Ich glaube, ich sehe ein bisschen durch aus. Ich fühle mich auch ein bisschen durch. Ich habe echt Muskelkater von gestern. Es war ein cooler Abend, aber auch echt anstrengend. Es war wesentlich mehr los, als ich gedacht hätte. Und ja, mein Job war quasi zusammen mit noch ein paar anderen immer leere Gläser einzusammeln, zu spülen, die vollen Gläser dann wieder an die Theke zu bringen und alles. Was heißt, ich bin sehr viel gelaufen und habe sehr viel geschleppt. Ich war dann auch zusammen mit einem Kollegen die letzte, die heimgegangen ist. Wir haben dann noch die restlichen Gläser fertig gespült, damit die für heute alle schon ready sind. Ja, so gegen 12:30 war ich dann zu Hause. Bin dann aber auch eigentlich ziemlich direkt schlafen gegangen. Tatsächlich hat sich mein Schlafrhythmus mittlerweile ein bisschen nach hinten verschoben. Was für den Job ganz praktisch ist, für mich ist es immer noch ein bisschen ungewohnt, erst um 8 oder 9 Uhr morgens aufzustehen. Es fühlt sich aktuell auch noch nicht so erholsam an, der Schlaf, als wenn ich halt irgendwie von 10 bis 6 schlafe, aber ja, ist wahrscheinlich auch alles eine Gewohnheitssache. Morgen arbeite ich auch nochmal bei diesem Event. Ich glaube, danach bin ich einfach tot. Obwohl ich das eigentlich nicht sein sollte, weil ich nämlich Anfang der Woche meinen kleinen Mini-Trip mache, den ich ja schon angedeutet habe, auf den ich mich auch total freue und wo ich echt hoffe, dass das Wetter mitspielt. Aber bis ihr das seht, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir sehen uns hoffentlich erstmal nächste Woche wieder in einem weiteren Vlog und ja, bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit.